Herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber feinen Video. Heute geht es um dieses ekelhafte Plastikteil mit irgendwie einem Klinkenanschluss und ganz, ganz vielen Löchern. Und ja, was hat das eigentlich mit Clubhouse zu tun? Und wie kann man bei Clubhouse diese wunderbaren Mikrofone nutzen und zusammen mit Studioqualität viel mehr rausholen? Wie schafft man es, dass die Menschen einen besser hören? Und wie kann man vielleicht mit so einem Mikro unterwegs auch einen Podcast aufnehmen? Ja, und warum braucht man dafür irgendwie nicht mehr als 27 € und nicht diese ganzen geekelten Adapter von Apple oder braucht man diese wabbligen Dinger vielleicht doch? Das werden wir in dem heutigen Video herausfinden und damit wünsche ich dir viel Spaß bei diesem Video und ich freue mich schon. So, dann kommen wir doch mal eigentlich zu dem hauptsächlichen Teil, worum es geht, nämlich dieses wunderschöne Ding hier, den iRig 2. Also, wie wir sehen, das Ding hat so einen tollen Klinkenanschluss. Da war da so ein Eingang. Der Eingang ist für den Ausgang. Also wir können hier den Ausgang bestimmen, was da rausgeht. Das ist dann quasi für die Box oder wohin man das auch immer dann leiten möchte. Dann haben wir hier den Eingang für Instrument, also für Gitarre. In dem Fall ist das Ding ja hauptsächlich auch für eine Gitarre gedacht. Und dann haben wir den Kopfhörerausgang. So, und an der Seite finden wir noch einen Button zum Lauter machen und ein Through-FX. Ja, und das war eigentlich schon diese ganze Plastikding. Dann kann man das ganze Ding hier auch noch einen Blitzschuh schieben, aber mehr hat das Ding nicht drin. So, das Ding kostet ca. 27 €, ist ganz nett gemacht. Aber was machen wir denn mit dem Ding jetzt? Dann kommen wir zu diesen ekligen, grabbeligen Dingern. Das sind die Kopfhörer, die man, weg damit, die man verwenden kann. Die sehen jetzt nicht mehr ganz so schön aus, aber wenn man die hier reinsteckt in diesen Anschluss, dann habe ich quasi den Ausgang. Ich kann mich jetzt nicht selber hören, wenn ich was durchs Mikrofon sage, aber ich kann schon mal die anderen hören. Das ist schon mal ganz gut. So, weg damit. Und jetzt brauchen wir aber unser Mikrofon hier drin. Und wie schaffen wir das? Dazu kommt dieses wunderschöne Ding ins Spiel. Das Rode VideoMic NTG sieht schon ein bisschen zerfleddert aus, hat schon ein bisschen was erlebt. Das kann man per USB-C anschließen an den Rechner. Man kann es aber auch per Klinke benutzen. Ja, und das Ding verbinden wir jetzt einfach mal mit unserem Gerät. Dafür nehmen wir diesen kleinen Klinkenadapter, der ist von 6,3 mm Klinke auf 3,5 mm Klinke und den stopfen wir hier mal rein. Jetzt wollen wir unser Mikrofon verbinden. Ich habe hier in dem Fall ein etwas hochwertigeres Audiokabel verwendet. Also hier, ihr seht, das ist ein ganz normaler Anschluss, ganz normaler TRS-Anschluss. TRS gibt es auch als TRS, das sind dann diese wunderbaren dreiköpfigen und zwar diese hier und der kommt nämlich auch ins iPhone. Das sind die Stecker, die man vom iPhone kennt. Ihr seht das hier vielleicht, haben wir 3 Anschlüsse. Bei dem hier haben wir nur 2 Anschlüsse. Und genau da ist der Trick auch schon. Unser iPhone, in der Regel die neuen Geräte, haben ja alle dieses wabblige, eklige Ding hier dabei. Also den Lightning zu TRS. So, und den stecken wir einfach nur hier, den Bupsi da rein. So, damit haben wir das ganze Ding schon verbunden. Und jetzt müssen wir das Mikrofon dann noch reinstöpseln. Und dafür können wir entweder die Standarddinger, die man so im Internet bekommt, für 3-4 € verwenden. Oder von Rode kriegt man auch eins dazu geliefert. Ich nehme in dem Fall das etwas bessere. Und zwar kommt einer davon hier mal sportlich in die Seite, in den Klinkenanschluss. Zack. Und der andere kommt in unseren iRig. So, damit ist 90% unseres Clubhouse-Setups schon fertig. Sieht noch ein bisschen chaotisch hier auf dem Tisch aus, aber das kann man dann in Form bringen. Wichtig, ihr könnt hiermit nicht einstellen, wie laut das aus diesem Ausgang rauskommt, sondern ihr könnt mit diesem Regler nur einstellen, wie laut ihr das auf euren grabbeligen, wir machen die mal weg, ich finde die so eklig, auf diesen grabbeligen, ekligen Kopfhörern hört. Ich habe mir dafür mal andere Kopfhörer besorgt. Die kosten circa 80 € bei Amazon. Finde ich sehr gut, persönlich. Und hier seht ihr auch wieder, zack, einfach nur Klinke reingestopft. Und das sind in dem Fall die DT770 Pro. Ich mag die. Die sind halt, weil die so schön flauschig sind. Und dann sitzen die so bequem auf dem Ohr. Und dann kann ich hören, was die anderen sagen. Mich selber kann ich in dem Fall nicht hören, weil das, geht nicht. Und nun kommen wir damit, dass wir das Ganze ja irgendwie auch anschließen müssen. Und dafür haben wir dieses Tablet. Oh, da sieht man mich. Hallo. So. Und wie man das Ganze anschließt, schieben wir den ganzen Rotz hier mal weg. So, zack. So, und jetzt müssen wir den ganzen Spaß ja auch noch irgendwie bei Clubhouse anschließen. Die neuere Generation hat ja nur noch USB-C beziehungsweise hier in dem Fall Lightning. Das ist ein etwas älteres iPad. Das hat noch diesen tollen Klinke-Anschluss. Da könnte ich diesen Pupsi hier weglassen und kann es direkt so anschließen. Ich möchte aber ja für die neueren Devices zeigen, was hier geht. Deswegen Pupsi wieder rein, unten ans Lightning angeschlossen. Ups. Jetzt machen wir unser iPad mal auf und wir schauen mal, was passiert. Also wir schalten unser Rode VideoMic an. In dem Fall, es ist grün. Wichtig hier bei der Einstellung nochmal zu beachten, gebe ich immer gerne mal mit.
7 ist die Lautstärke, die ich hier maximal rausgeben würde, damit es nicht rauscht. In dem Fall ein Presence-Filter habe ich nochmal eingeschaltet, weil ich hier normalerweise die Windkatze drauf sitzen habe. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn ich hier eine neue Sprachmemo aufnehme. Wir sehen, hier es scheint was zu funktionieren, wenn ich hier vorne mal rauf tippe. Das heißt, wenn ich hier reinspreche, haben wir eine wundervolle Audio-Demo und ja, der Ton ist ja schon mal recht gut. So. Das heißt also, unser Mikrofon wird erkannt. Wahnsinn. Wir spielen das Ganze mal kurz ab, hier einmal zurück und dann hören wir mal. Dazu wichtig, wenn man es macht, ihr hört nichts, weil der Anschluss hier noch drin ist und ich das hier nicht auf den Boxen drauf habe. Deswegen, ich muss jetzt in dem Fall, weil ihr könnt ja die Kopfhörer hier nicht hören, ziehe ich den Kollegen hier einmal raus und so, man hört hier, ist ein bisschen überschrien. Das heißt, wenn ich hier reinspreche, haben wir eine wundervolle Audio-Demo und ist, weil ich das Mikro viel zu laut hatte. Also hier in dem Fall könnte man dann noch ein bisschen runtergehen auf 5 und dann wäre die Lautstärke super. Ja, wie verhält sich das bei Clubhouse? Ganz einfach, wir machen mal den Test. Ich hasse diesen Anschluss. Der ist, für wen ist das gemacht, bitte? Für wen ist der Kram gemacht? Und so einfach kann man das für Clubhouse nehmen. Ich kann aber auch andere Apps nutzen. Ich kann Facebook Lives damit machen, aber das ist ja wie eine Art normales Headset angeschlossen. Das heißt also, Kopfhörer und das Mikrofon ist ein normales Headset. Ihr könnt also Facebook Lives mit dem machen und habt eine saugeile Qualität, wenn ihr das Ding gut hinstellt. Damit wird eigentlich, mal den ganzen Rotz hier, weg hier, weg hier beiseite. Und damit wird das hier für ein iPhone eigentlich auch obsolet. Wahnsinn. Mit was für einem Kram wir heutzutage geile Lives machen können und eine gute Qualität haben. Und da sind wir wieder zurück. Und wenn du dieses Video bis hierhin geschaut hast und dich fragst, ja, wo kriege ich das Ding? Also kriegst du beim Gelben Riesen und überall oder beim Musikhändler deiner Wahl. Ich habe übrigens auch schon andere davon ausprobiert. Die waren gar nicht so geil. Die, ja, für 160 € haben mich echt enttäuscht. Und der hier ist mal für das Geld, muss man sagen, unschlagbar gut. Wenn du eine andere Idee hast oder vielleicht sogar ein anderes Tool ausprobiert hast oder eine andere Hardware ausprobiert hast, lass es mich gerne wissen. Schreib es mir in die Kommentare. Abonniere gerne den Kanal. Aktiviere natürlich die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Und ich hoffe, das war's für das erste Video. Auch mal ganz interessant und mal spannend zu sehen, so was machen wir hier eigentlich oder was für einen Blödsinn verwende ich eigentlich, um geile Clubhouse-Sound zu machen, um coole Podcasts unterwegs auch mal aufzunehmen. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Danke, dass du dabei warst und ja, schauen wir mal, was wir uns als nächstes hier anschauen, was bei uns so im Studio ist.